Hallo und herzlich willkommen auf meinem Kanal Künstlerstreich. Ja, was mache ich heute? Ich weiß es noch gar nicht so genau, aber ich möchte etwas machen, wo alle mitmachen können, und zwar auch etwas mit Blumen. Und dafür habe ich dieses Werkzeug mir hingelegt. Und Blumen und dieses Werkzeug, was hat das miteinander zu tun? Also hiermit kann ich ganz abstrakt malen und deswegen werde ich das auch verwenden. Also gar nicht kompliziert und wir fangen einfach an. Es soll für Anfänger werden. Ich gebe mir Mühe. Also erst einmal eine Vase und du kannst natürlich auch genauso gut das eben als Lineal benutzen, wenn es dir einfacher fällt. Mir fällt es nicht einfacher, weil die Striche dadurch auch nicht gerade werden. Es muss eben nicht perfekt sein. 2 Linien da, rechts und links, eine runter, dann die Linien miteinander verbinden und schon hast du eine abstrakte Vase. Zieh einfach Blumenstiele da rein. 3 reichen erstmal. Linie ziehe ich jetzt einfach nochmal nach. Dann fühlst du dich sicherer hinterher. Also du hast dann schon ein paar Mal die Linien gezogen und fühlst dich sicherer und kannst viel mehr loslassen. Mach einfach nur ein paar Kritzel, Kreise für die Blüten. Wir machen keine Prima-Malerei, wir machen einfach nur abstrakte Malerei. Jetzt nehmen wir einfach den Pinsel mit Farbe und ziehen einfach so die Linien so ein bisschen nach. Die können krickelig und krumm sein, ist total egal. Yes. Und hau rauf, wir arbeiten hier abstrakt, hab Spaß. Es muss überhaupt nicht perfekt sein, das geht ganz und gar nicht darum. Kritzel einfach weiter, wenn du kein Pink magst, nimmst du eine andere Farbe. Ja, egal, das wird dein Bild. Die Vase, die ich zu Hause habe, ist so in so einem Beige. Ich mache die hier aber einfach in dunkelbraun. Dann habe ich ein bisschen mehr Tiefe. Jetzt habe ich überall ein bisschen Farbe und jetzt verstreiche ich alles wieder. Das ist eine gute Übung für dich, um ja, in die abstrakte Malerei zu kommen, um weg von dem Perfektionismus hin zur abstrakten Malerei. Ja, da sind ein paar tolle Effekte jetzt schon entstanden, finde ich. Also gerade hier hinten, die Stellen finde ich ganz schön. Hier vorne, es sieht toll aus wie bei so einem impressionistischen Bild. Das inspiriert mich gleich wieder zu anderen Bildern. Und das ist ja auch immer das Tolle beim Tun. Man entdeckt wieder was. Aber jetzt geht es erstmal weiter. Ich nehme das Ganze jetzt nochmal. Also nochmal Farbe drauf und nochmal wieder verstreichen. Da verschwindet die Vase wieder, aber auch das ist nicht schlimm, die kann ich ja gleich wieder ein bisschen herausarbeiten. Wische ich einfach noch mal ein bisschen nach und dann betone ich die Vase wieder. Bist du wieder genau in der Schichtenmalerei.
zu Anfang hast du schon Farbe geschmissen, dann kannst du es jetzt natürlich nochmal wiederholen. Und bist dir natürlich auch schon sicher, weil du es schon gemacht hast. Und ich überlege gar nicht lange, ich mache hier. Das ist manchmal nicht so gut, aber hier, glaube ich, passt das. Also einfach machen, einfach weiter Farbe raufgeben. Und ich mag diesen Vintage-Touch. Und das habe ich so ein bisschen im Hinterkopf. Also deswegen kann ich auch so entspannt malen und weiß, dass es nicht perfekt sein muss. Noch so ein helles Grün finde ich ganz schön. Ich habe so Blumen gesehen, die sind so weiß mit hellgrün. Wenn du zwischendurch überlegst, kannst du natürlich auch immer wieder Kreide benutzen und dir die Linien nochmal wieder aufzeichnen und gucken, wo könnte noch ein Blatt hin, wo kann noch eine Blüte hin. Ist auch sehr entspannend gerade, macht voll viel Spaß. Gefällt mir jetzt hier gerade nicht, aber das macht nichts. Dann male ich einfach noch mal ein bisschen rüber. Die Fläche ist mir zu prägnant. Ich möchte es mehr so untergehen lassen im Ganzen. Deswegen setze ich da einfach auch noch so ein paar kleine rein. Das geht ganz schnell zu ändern. Wie vorher einfach wieder die Farbe auf den Pinsel nehmen, rein tupfen. Dann hast du erst die dunklen, dann kannst du nachher noch mal mit hell wieder drüber streichen. Kannst die Blätter so lassen, dann sieht man die Blüte von der Seite. Und wenn ich jetzt die, zeige ich dir gleich, ich benutze noch die restliche Farbe gerade. Hier kann ich eben die Blüte auch wieder weißer ziehen und dann auch ganz rummalen. Dann habe ich sie wieder von vorne. So, und jetzt nochmal, yes. Und drauf da und feier das.
so lasse ich es jetzt. Also ich hatte einen ungefähren Plan auf jeden Fall. Ich habe heute also nicht ganz planlos gestartet und hatte mir das überlegt. Und wie es am Ende aber aussieht, das wusste ich auch nicht. Und ob es mir jetzt gefällt, weiß ich auch noch nicht. Also ich bin erstmal total zufrieden und lasse es auf mich wirken. Und ja, ich hatte einen wunderbaren Malprozess und das war die Hauptsache erstmal. Jetzt fühle ich mich gut. Wenn du gerne immer gegenständlich malst, aber möchtest gerne mal abstrakt arbeiten, dann findest du darüber einen guten Weg, in so eine abstrakte Malerei zu kommen. Und das geht eben ganz leicht über die Werkzeuge. Das Werkzeug habe ich dir natürlich in meinem Buch auch mit reingeschrieben. Und du kannst es einfach ausprobieren, so vielleicht kommst du aber auch aus der abstrakten Malerei und möchtest gerne mal ein bisschen gegenständlicher malen. Also wie auch immer, finde deinen Weg und probier es einfach aus. Dabei wünsche ich dir viel Spaß und vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Danke für dein Like, danke für dein Abo, herzlichen Dank dafür. Damit unterstützt du natürlich meinen Kanal, unterstützt damit, dass hier immer wieder auch Videos gezeigt werden. Also danke, einen ganz schönen Sonntag, einen ganz lieben Dank auch für eure Kommentare. Ich freue mich total. Danke, tschüss.